Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem deutschen Vlog aus Südkorea. Für heute habe ich 3 Themen ausgesucht. Das erste Thema ist eigentlich eine Ankündigung, und zwar habe ich meinen eigenen Blog gestartet über Südkorea. Der ist komplett auf Deutsch. Das ist eine große Sache für mich, weil ich wollte schon sehr, sehr lange einen Blog starten. Nicht unbedingt über Korea, also ich wollte das schon vor Jahren mal machen. Jetzt habe ich halt ein Thema gefunden, was sehr aktuell für mich ist und was hoffentlich auch für euch interessant ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das endlich mal nach Jahren gestartet habe. Und da gibt es Artikel zu verschiedenen Themen, hauptsächlich zu Kultur, zum Essen und zum Reisen. Das heißt, diverse Orte verstreut durch Korea, wo ich schon mal selber war. Ich stelle euch einfach die ganzen Orte vor, kurz, und falls ihr mal irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ihr mal nach Korea reisen wollt, dann könnt ihr mal in diese Kategorie reingucken. Ansonsten gibt es beim Essen interessantes Wissen und vielleicht auch mal Rezepte zwischendurch. Und unter Kultur findet ihr halt alles andere Mögliche, was irgendwie mit koreanischer Geschichte, Feiertagen, Gesellschaft, wie das überhaupt in Korea funktioniert und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles darunter finden. Auch ein bisschen Info über mich selber. Dort erscheint wöchentlich, ich versuche es zumindest, wöchentlich ein neuer Beitrag. Das heißt, ihr könnt da regelmäßig reingucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Blog besucht. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt, euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr mir irgendwelche Hinweise geben wollt, könnt ihr mich auch gerne darüber kontaktieren. Ich freue mich auf euren Besuch auf meinem Blog, auf jeden Fall. Schaut einfach gerne vorbei. Das zweite Thema, worüber ich sprechen möchte, sind Friseure in Korea. Also ich habe mir diese Woche die Haare schneiden lassen. Das war nicht mein erster Friseurbesuch in Korea in den 2 Jahren, wo ich hier bin. Aber das war leider bisher der enttäuschendste. Auch wenn meine Haare jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlimm aussehen, sind die doch wirklich nicht so schön geschnitten worden und es sah wirklich nicht gut aus, als ich aus dem Friseursalon rausgegangen bin. Warum möchte ich über Friseure sprechen? Ich hatte das Gefühl auf anderen Kanälen, dass Leute so ein bisschen mehr Infos dazu haben möchten. Vor allem möchte ich euch erzählen, dass ein Haarschnitt in Korea relativ günstig sein kann. Also wenn ihr nicht unbedingt in einen teuren Laden geht oder nicht gerade in Gangnam vielleicht zum Friseur geht, sondern wirklich irgendein ganz normaler Laden, sind die Preise relativ günstig im Vergleich zu Deutschland. Also ich habe bisher immer nur so 10, 20, keine Ahnung, 25.000 Won. Also jetzt dieses Mal habe ich glaube, über 20.000 Won bezahlt. Also es war halt immer unter 20 Euro. Da war immer ein Haarschnitt halt dabei und häufig sind da auch zum Beispiel Haarwäsche mit drin. Föhnen ist mit drin. Diese Woche hatte ich sogar eine Kopfmassage mit drin. Dann ist häufig auch drin, dass sie euch zum Beispiel die Haare glätten oder vielleicht Wellen reinmachen oder Locken reinmachen, wenn ihr das wollt. Das ist häufig alles schon im Preis enthalten. Was ich sehr cool finde, weil ich mache mir normalerweise nur einen Haarschnitt. Also ich färbe meine Haare nicht. Ich mache da jetzt nichts Besonderes dran. Und mir reicht meistens ein normaler Haarschnitt und der ist halt ziemlich günstig in Korea im Vergleich zu Deutschland, wo ich glaube beim letzten Mal, und das war während Corona, ich habe nicht gerade in einer günstigen Stadt gewohnt, trotzdem habe ich nur 40 Euro bezahlt für einen Haarschnitt. Ich habe auch gemerkt, dass dann auch zum Föhnen, also wenn der Friseur einem die Haare föhnt, zahlt man ja auch noch extra häufig. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wahrscheinlich ist das noch häufiger. Also ich finde, da sollte eigentlich mit dem Preis enthalten sein, so wie hier in Korea halt. Wenn ihr aber solche Services wie Haare färben haben wollt oder Extensions haben wollt, das kann auf jeden Fall schon viel teurer werden. Also das geht dann schon irgendwie in die 80, 90, 100, über 100.000 Won, also irgendwie um die 100 Euro. Hängt natürlich davon ab, was genau ihr haben wollt. In Korea machen Koreaner auch gerne Dauerwellen. Ja, die Omas machen sich auch gerne diese kurzen Dauerwellen in die Haare, aber auch junge Menschen machen sich sehr gerne Dauerwellen hier. Also ihr findet hier überall diese Apparate für die Dauerwellen bei jedem Friseur. Man macht sich natürlich nicht unbedingt in die kurzen Haare so irgendwelche Löckchen rein, sondern
gibt verschiedenste Dauerwellen. Also es gibt Dauerwellen, wo man einfach nur so wellige Haare bekommt. Oder es gibt Dauerwellen, wo man zum Beispiel nur die Spitzen eindreht. Also dass Leute mit langen Haaren zum Beispiel einfach nur hier so glatt haben und dann halt die Spitzen lange eingedreht haben. Auch Männer machen sich hier häufig Dauerwelle. Ich habe tatsächlich sogar schon mal ein Kind gesehen, der beim Friseur mit diesen Dauerwellen-Lockenwicklern da saß. Fand ich dann doch ein bisschen too much. Aber ja, asiatische Haare halten halt mehr aus als unsere, das muss man ja auch mal sagen. Und das ist eine Sache, die ihr auch bedenken müsst, falls ihr mehr als einen Haarschnitt in Korea haben wollt. Weil leider kennen sich Koreaner nicht so wirklich mit dünneren Haaren aus. Oder sie kennen sich auch häufig nicht mit Naturlocken aus oder sowas. Das heißt, sie wissen nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen, wie das mit der Farbe funktioniert, wie das mit der Dauerwelle funktioniert. Also ich bin auch kein Friseur, ich habe da null Kenntnisse. Ich glaube, die kennen sich nicht so wirklich mit unserer Haarstruktur einfach aus und dann können vielleicht irgendwelche Unfälle passieren. Oder das Ergebnis ist nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr in Korea die Haare wirklich, zumindest in einem koreanischen Friseursalon, färben wollt oder irgendwelche andere Prozeduren machen wollt. Es kann auch manchmal passieren, dass sogar beim Schnitt Fehler passieren. Also auch wenn ihr vielleicht zu dem gleichen Friseur geht, kann es durchaus passieren, dass er beim ersten Mal eure Haare vielleicht super toll schneidet und dann beim zweiten Mal aber nicht. Also das ist so ein bisschen auf eigene Gefahr vielleicht, so ein Besuch beim Friseur in Korea. Und der Schnitt ist zumindest günstig. Ich empfehle euch da einfach die Bewertungen vorher zu lesen. Also ihr könnt sie auf Naver Map oder auf Kakao Map durchlesen. Wenn ihr auf Kakao Map oder auf Naver Map, welche App ihr auch immer in Korea benutzen würdet, nach den Friseursalons guckt, gibt es da immer auch Bewertungen bei. Gucken, wie viele Sterne die haben. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, so ein bisschen die Unfallrate zu reduzieren, ja. Falls ihr eure Haare in Korea färben wollt, würde ich euch lieber empfehlen, zu einem Salon zu gehen, der von vielleicht Europäern betrieben wird. Gerade in Seoul gibt es, glaube ich, den einen oder anderen, die von Ausländern betrieben werden. Für Ausländer, da könnt ihr euch zumindest darauf verlassen, dass sich die Leute dort mit eurer Haarstruktur auskennen. Und das letzte Thema für heute ist, dass die Kirschblüten hier in Korea langsam, aber stetig anfangen zu blühen. Also hier im Süden, in Daegu, geben die richtig Gas, sage ich mal so. Es gibt schon so einige Bäume, die schon fast komplett erblüht sind. Ich glaube, in Seoul geht es jetzt erst Anfang April los. Die halten leider auch nicht so lange, also meistens so 2 Wochen oder sowas. 3. Vielleicht, wenn es hochkommt. Dementsprechend gibt es auch viele Festivals. Ich glaube, ihr findet in jeder Stadt in Korea irgendwelche Orte extra mit Kirschblüten, die empfohlen werden, dass man sie dort besucht, wenn man die Kirschblüten genießen möchte. Also bei uns wurde zum Beispiel letztes Wochenende in eWorld, das ist ein Vergnügungspark hier in Daegu mit einem Turm, da wurde jetzt die Kirschblütensaison sozusagen eröffnet, so ein Kirschblütenfestival eröffnet, der jetzt bis zum 9. April geht. Da gibt es halt ganze Straßen voll mit Kirschblüten. Und an dem Samstag, wo die Eröffnung war, da gab es halt so ein Feuerwerk an dem Turm. Das war ganz schön. Die Kirschblüten blühen dort noch nicht so wirklich. Die fangen gerade erst an, wobei jetzt ist auch schon wieder eine Woche rum fast. Aber ich glaube, nächste Woche gehe ich mal die ganzen Orte in Daegu abklappern, wo man Kirschblüten sehen kann, weil ich habe die Kirschblüten in Daegu noch nicht erlebt. Ich weiß noch nicht, wie das hier so aussieht, weil letztes Jahr im Frühling war ich noch nicht hier. Da nehme ich euch auf jeden Fall noch mit. Ansonsten haben wir noch die Stadt Gyeongju in der Nähe. Dazu habe ich ein Video vor kurzem veröffentlicht. Ihr könnt euch das gerne angucken. Da ist auch ein kurzer Ausschnitt, wie das aussieht, wenn man in die Stadt reinfährt. Das ist vom letzten Jahr, als ich da war. Das war auch zum Höhepunkt, als die Kirschblüten dort geblüht haben. Das war, glaube ich, auch Anfang, Mitte April letztes Jahr. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight dort, also generell in die Stadt nach Gyeongju zu fahren während der Kirschblütensaison, weil da gibt es sehr, sehr viele Kirschblüten. Das ist eine historische Hauptstadt von Korea, deswegen ist das auf jeden Fall sehr schön, diese ganzen traditionellen Häuser, Bauten dort zu sehen.
sehen und mit den ganzen Kirschblüten drumherum. Also es ist sehr, sehr schön. Und nächstes Wochenende haben wir auch bei uns in der Nähe in einem anderen Städtchen auch so ein Festival. Wie ihr seht, Kirschblütensaison ist eröffnet in Korea. Es blüht vielleicht noch nicht überall komplett, aber ja, die Kirschblüten geben jetzt mal so richtig Gas und jetzt geht's richtig los und deswegen werdet ihr höchstwahrscheinlich jetzt sehr, sehr viele Kirschblüten-Videos und Fotos zu sehen bekommen. Ich springe dann auch mal auf den Zug drauf und dann gucken wir uns mal an, wie das so bei uns ist. Falls ihr die Kirschblüten in Korea sehen wollt, kann ich euch empfehlen, ja, spätestens Anfang April zu kommen, falls ihr mal so für 2 oder 3 Wochen bleibt, weil wenn ihr gerade in Seoul seid, blühen die Kirschblüten meistens so ab Anfang April dort. Und dann bekommt ihr halt diese 2 Wochen volle Kirschblütenpracht mit. Oder wenn ihr in den Süden kommt, sind die auch schon mitten am Blühen wahrscheinlich. Von daher, also für Kirschblüten, jetzt fängt die Saison an. Jetzt Ende März, Anfang April ist auf jeden Fall die Zeit, um nach Korea für die Kirschblüten zu kommen. Ich glaube, mehr habe ich diesen Monat auch nicht mehr zu berichten. Schaut euch auf jeden Fall das Gyeongju-Video an. Da gibt es halt ein bisschen Kirschblüten vom letzten Jahr. Ansonsten erzähle ich so über ein paar andere Orte in Gyeongju. Vorher gab es auch ein Video über Daegu. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das könnt ihr euch auch anschauen. Ich glaube, demnächst gibt es dann Kirschblüten-Festivals und so weiter, weil jetzt fängt auch mit dem guten Wetter, das jetzt kommt, fängt jetzt auch die Festivalsaison in Korea an. Es gibt jetzt bis zum Herbst, wird es überall sehr viele Festivals geben. Kleine Festivals, dann gibt es mal wieder Konzerte und was weiß ich was alles. Also da muss man immer individuell gucken und suchen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es war letztes Jahr nach Corona, war das sehr schön, mal Festivals in Korea zu sehen. Das Jahr davor gab es leider nichts. Deswegen, dieses Jahr ist alles nochmal ein bisschen lockerer, nochmal ein bisschen offener. Und ich bin jetzt auch in Daegu, in einer neuen Stadt, deswegen mal gucken, was es hier für Festivals geben wird oder um Daegu herum. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Frühling, auf die Kirschblüten. Ich hoffe, ihr auch. Im nächsten Video gibt es bestimmt ein paar Kirschblüten. Ich freue mich auf euren Besuch auf meinem Blog. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und falls ihr Fragen oder Kommentare habt oder Themenvorschläge über Korea, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Monat in meinem deutschen Vlog über Südkorea. Ciao!